Ein 70-Kilo-Mastiff mit einem Gesicht voller Falten. Jeder Nachbar sagte dasselbe, jedes Familienmitglied sagte dasselbe. Gib ihn ab, bevor das Baby kommt. Anna hätte es fast getan. Sie hat das Formular fürs Tierheim ausgefüllt. Sie hat die Anrufe gemacht. Dann wurde Lena geboren. Und an einem Donnerstagabend um 3:22 Uhr tat dieser Hund etwas, das alles veränderte, was Anna über Instinkt, Liebe und den Sinn des Schützens zu wissen glaubte. Niemand hat Anna auf diesen Teil vorbereitet. Nicht die schlaflosen Nächte, nicht die 3-Uhr-Panik einer Erstmutter, die im dunklen Flur steht und auf ein Geräusch häuft, das da sein sollte, aber nicht ist. Niemand hat ihr gesagt, dass das Wesen, das zwischen ihrer Tochter und dem Schlimmsten stehen würde, genau dasselbe sein würde, das alle ihr geraten hatten, loszuwerden. Sein Name war Bruno. Ein 70 Kilo neapolitanischer Mastiff mit einem Gesicht voller Falten und Augen, die so tief und still waren, dass sie die meisten Menschen unbehaglich machten. Er war 2 Jahre alt, als Anna ihn nach Hause brachte. Sie war 28, frisch verheiratet und völlig unvorbereitet darauf, wie groß er werden würde. Als sie schwanger wurde, wog Bruno 70 Kilo und die Welt hatte eine Meinung dazu. Ihre Schwiegermutter rief an, als Anna die Schwangerschaft ankündigte. Du musst diesen Hund abgeben, bevor das Baby kommt. Die Nachbarin sagte es am Briefkasten, ungefragt. Diese großen Hunde kennen ihre eigene Kraft nicht. Eine falsche Bewegung und... Anna ließ sie nicht ausreden. Ihre Schwester schickte Artikel, 3 Stück, Schlagzeilen über große Rassen und Neugeborene. Anna las jedes Wort und wurde schlecht dabei. Sie schaute Bruno an, der in der Ecke saß und sie mit ruhigen, langsamen Augen beobachtete und dachte, vielleicht haben sie recht, vielleicht kann ich das nicht. Sie rief bei 2 Tierheimen an, sie füllte ein Formular aus, dann klappte sie den Laptop zu und öffnete ihn nicht mehr. Sie wusste selbst nicht warum, sie konnte es einfach nicht. Lena wurde an einem Dienstag im Oktober geboren, 3 Kilo 200 Gramm, eingewickelt in eine rosa Decke mit einer Schleife, die größer war als ihre Faust. Als Anna und ihr Mann sie nach Hause brachten, wartete Bruno an der Tür. Er sprang nicht, er bellte nicht, er saß einfach da, alle 70 Kilo, und beobachtete, wie das Auto in die Einfahrt fuhr. Annas Mann hielt Bruno zurück, während Anna Lena hineintrug. Bruno zog nicht, er winselte nicht, er senkte einfach seinen riesigen Kopf und wartete. Sie stellte die Babyschale auf das Sofa, sie sah ihren Mann an. Er nickte, sie ließen Bruno ran. Er ging auf Lena zu wie jemand, der über Eis läuft. Vorsichtig, bedächtig, jeder Schritt mit einer Präzision gesetzt, die man bei einem Hund dieser Größe nicht erwartet. Er blieb 15 Zentimeter vor der Babyschale, senkte sein faltiges Gesicht und holte einmal tief, langsam Luft. Dann setzte er sich neben sie. Und er rührte sich 4 Stunden lang nicht. In der ersten Woche beobachtete Anna sie ununterbrochen. Sie schlief kaum, nicht wegen Lena, sondern wegen Bruno. Sie musste es sehen. Was sie sah, veränderte alles. Jeden Morgen um 6:15 Uhr, bevor Annas Wecker klingelte, stand Bruno auf und ging zum Babybettchen. Er bellte nicht, er stupste es nicht an, er stand einfach da und schaute hinein, bis Lena ihre Augen aufmachte. In dem Moment, in dem Lena irgendeinen Laut von sich gab, hob sich Brunos Kopf vom anderen Ende des Zimmers. Er war immer wach, bevor Anna es war. Er hörte immer zuerst. Nachts schlief er direkt neben dem Bettchen. Sein Atem, langsam, tief, gleichmäßig, füllte den Raum wie ein zweites Herzstark. Anna schlief zum ersten Mal seit Monaten wieder durch. So Leute, ihr seid noch dabei, aber habt noch kein Abo dagelassen. Drückt jetzt den Abonnieren-Button. Ihr wollt wissen, was als nächstes passiert. Als Lena mit dem Bauchlagetraining anfing, überwies das Bruno das. Als sie ihren ersten Schnupfen bekam und stundenlang weinte, lag Bruno flatt auf dem Boden neben ihr und rührte sich nicht. Als Annas Mutter sich zu schnell herunterbeugte, trat Bruno vor. Er knurrte nicht, er bellte nicht, er platzierte einfach seine 70 Kilo zwischen ihnen und schaute sie mit stillen Augen an. Noch nicht, frag erst. Annas Mutter lachte nervös. Er denkt, sie gehört ihm. Anna schaute Bruno, dann Lena. Die Art, wie er sie beobachtete, nicht wie ein Wachhund, sondern wie eine Mutter ihr schlafendes Kind anschaut. Er denkt nicht, dass sie mir gehört, wurde Anna klar. Er denkt, sie gehört ihm.
Krass, oder? Solche Geschichten erinnern uns daran, warum manche Bindungen einfach nicht erklärbar sind. Die Nacht, in der alles unbestreitbar wurde, war ein Donnerstag im Januar. Lena war 11 Wochen alt. Es war 3:22 Uhr morgens, als Bruno anfing zu bellen. Nicht sein tiefes, träges Warnsignal. Etwas anderes. Dringend. Anna war aus dem Bett, bevor sie richtig wach war, und rannte den Flur entlang. Bruno stand im Türrahmen von Lenas Zimmer. Er drehte sich um, als er Anna hörte, bellte zweimal, dann wieder zum Gitterbett. Anna überquerte den Raum in 3 Schritten. Lenas Gesicht war gerötet. Ihr kleines Brustkorb hob und senkte sich zu schnell. Das Babyphone auf dem Nachttisch, tot. Batterie leer. Still seit weiß Gott wann. Anna hob sie hoch. Lena brannte. Temperatur 39,9 Grad. In 4 Minuten saßen sie im Auto. In 11 Minuten waren sie in der Klinik. Der Arzt sagte, so ein hohes Fieber bei einem so kleinen Säugling so früh zu erkennen, das war wichtig. Das war sehr wichtig. Anna saß um 4 Uhr morgens im Wartezimmer der Klinik, Brunos Leine noch in ihrer Jackentasche. Sie hatte sie aus Gewohnheit mitgenommen und dachte an jeden Anruf, den sie fast gemacht hatte. An jedes Formular, das sie fast abgeschickt hatte. Sie dachte an die Nacht, in der sie ihn fast weggegeben hätte. Bruno ist jetzt 4 Jahre alt. Lena ist 9 Monate. Er geht noch immer jeden Morgen um 6:15 Uhr zu ihrem Gitterbett. Er schläft noch immer jede Nacht auf dem Boden daneben. Er stellt sich noch immer zwischen Lena und jeden, der sich zu schnell, zu laut, zu nah bewegt. Die Nachbarn sagen nicht mehr viel. Ihre Schwiegermutter besuchte sie letzten Monat und verbrachte 20 Minuten damit, Bruno und Lena auf dem Wohnzimmerboden zu beobachten. Lenas winzige Faust vergraben in den Falten seines Gesichts, Bruno absolut still, mit der Geduld von jemandem, der nirgendwo anders sein muss. Sie sagte nichts, sie schaute einfach zu. Manche Dinge brauchen keine Worte. Bruno hat nie ein Handbuch bekommen. Niemand hat ihm beigebracht, was Lena braucht. Niemand hat ihm erklärt, dass sie klein ist oder zerbrechlich oder dass 3 Uhr nachts nicht zum Schlafen ist, wenn etwas nicht stimmt. Er wusste es einfach. Weil sie für ihn nicht einfach ein Baby war, sie war sein Welpe. Und welcher Instinkt auch immer in einem 70-Kilo-Hund mit faltigem Gesicht lebt, er hat keine einzige Nacht verpasst. Keine einzige. Wenn ihr darüber nachdenkt, eine große Rasse mit einem Baby zusammenzuhalten, lasst die Angst nicht diese Entscheidung treffen. Informiert euch, bereitet euch vor. Vertraut dem, was ihr selbst seht. Denn manchmal wird der Hund, vor dem alle gewarnt haben, der Grund dafür, dass euer Kind in Sicherheit ist. Hättet ihr einem 70-Kilo-Hund euer Neugeborenes anvertraut oder hätte die Angst entschieden? Schreibt es mir in die Kommentare.